Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin seit 2 Jahren in Südamerika, seit 5 Monaten hier auf Isla de Margarita in Venezuela, also eine Insel an der Karibikküste oder vor der Küste Venezuelas. Und heute ist sowas wie Ostern und Weihnachten zusammen für den Langzeitreisenden. In den letzten Wochen war der psychische Druck relativ hoch. Eigentlich könnte man auch sagen, die letzten Monate, denn ich habe mir etwas bestellt aus verschiedenen Ländern, aber hier kann man sich von den USA Sachen zollfrei auf die Insel schicken lassen. Das von Miami, das dauert 2 Wochen im Normalfall. Und heute ist es jetzt gerade angekommen. Also ich hatte mir einige Sachen bestellt und ich möchte noch nicht alles verraten, was da ist, aber ich möchte es einmal zeigen. Ich habe es hier einmal aufgemacht. 2 Päckchen, diese beiden Päckchen, das war da drinne. Ich habe das nur mal ausgepackt, damit man das ein bisschen sehen kann. Und ihr seht, es ist was von Yamaha dabei und eine Menge Zeug. Ja, darauf werde ich in den nächsten Videos eingehen. Und ich bin sehr, sehr happy. Das Wichtigste will ich gleich mal am Anfang erwähnen, ist dieses. Und zwar ist es meine Kreditkarte oder eine meiner Kreditkarten. Denn normalerweise als Reisender empfiehlt sich immer 2 Kreditkarten dabei zu haben, falls eine nicht mehr funktioniert. Und das habe ich auch normalerweise. Jetzt war es so, dass meine eine Kreditkarte, die ist irgendwie gehackt worden. Also da wurde irgendwie ein Flug gebucht in Mexiko davon. Und dann habe ich sie natürlich sperren lassen und so weiter und so fort. Aber man kann die dann nicht mehr aufmachen. Und dann habe ich gedacht, ja, kein Problem, ich habe ja noch die andere Kreditkarte. Da war es dann so, dass die Ende 23 abgelaufen ist. Beide Kreditinstitute schicken nichts hierher, ja, nach Südamerika. Das ist überhaupt so. Manche Teile davon waren 7 Monate unterwegs. Ein Teil ist 3-mal über den Pazifik gefahren. Ja, also ich hatte ja in den Kommentaren, dass da manche so, oh, ist total einfach, ich war auch schon mal irgendwie in Südamerika und da hat es 1 Tag gedauert von Deutschland mit DHL, das war super easy. Ja, es kann sein, aber im Normalfall ist das nicht so. Normalerweise deswegen ist es heute ein sehr, sehr happy Tag, denn man weiß nie, also ich kann dem nicht vertrauen, ob das ankommt, bis ich es jetzt gerade in der Hand habe, weil vorher, du weißt es nicht. Frank hatte hier auch was bestellt und es waren auch mehrere Sachen, die packen das dann zusammen und ja, eins haben sie dann in Miami vergessen. Ja, und dann kannst du entweder sagen, ja okay, ich warte noch mal 2 Wochen, zahle noch mal das Zeug und so weiter, also den Versand und so weiter, das kannst du machen, aber du wartest halt dann immer 2 Wochen, weil es fliegt immer nur einmal die Woche ein Flugzeug und das dauert dann aber, es fliegt irgendwie nach Caracas und von da aus dauert es dann noch mal eine Woche, bis es hier ist, also ungefähr 10 Tage dauert es immer, ja, also man muss dann immer warten bis nächsten Freitag und dann geht die Maschine los. Deswegen, ich hatte das auch so gemacht, dass das zusammengeschickt worden ist. Das hat auch so mittel geklappt. Also eine Sache haben sie vorher schon geschickt. Ja, ich bin super, 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 super happy. Ja, die Kreditkarte, ich werde jetzt gleich mal versuchen. Das ist eine, die habe ich seit Chile nicht mehr benutzt. Hier in Venezuela ist es immer ein bisschen schwierig, es gehen nicht alle Kreditkarten. Also manchmal gehen sie, manchmal nicht. Es liegt manchmal an denen ihren Terminals, die nur Local-Kreditkarten, also nur einheimische Kreditkarten akzeptieren, aber die wissen das auch selber nicht so genau. Ja, warum, wieso, weshalb, manche funktionieren, manche nicht. Manchmal ist es auch, ich kann bezahlen, ein anderer mit einer Visa-Karte genau gleich kann nicht bezahlen. Ja, ja, und deswegen, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich hoffe, dass die Karte geht, weil die gesperrt ist, die ist natürlich erst jetzt 3 Wochen später irgendwie nach Deutschland geschickt worden. Ja, und es war noch so, die Kreditkartengeschichte ist natürlich noch lange nicht fertig. Es war dann so, meine liebe Mama hat mir natürlich geholfen. Ich habe dann gesagt so, ey, pack das in einen Briefumschlag, schick das nach Miami und dann kann ich es hierher bekommen. Ja, ist vielleicht am schnellsten, ist ja vielleicht am besten, bevor man hier, es ist ja immer das Problem mit dem Zoll in Südamerika. Ja, deswegen, manchmal verweigern sie die Einfuhr oder du musst halt hohe Zollgebühren bezahlen und so weiter. Oder es liegt da mal 3 Monate im Zoll, das ist auch nicht unnormal, ich habe das erlebt. Du kannst da nicht dran dann, ja. Deswegen wollte ich nicht, dass es irgendwo hängen bleibt. Und dann habe das verschickt und das ist auch hier mit DHL abgesprochen worden. Das irgendwie kostet dann 60 €. Ja, DHL Express.
Und dann sagen die im Geschäft, haben sie dann gesagt, so ja, es ist innerhalb von 2 Tagen da. Gucke ich ins Tracking, irgendwie 8 Tage. Ja, okay. Dann wieder da angerufen, dann so, ja, nee, das dauert 8 Tage mit DHL Express. Ja, aber was ist der Unterschied zu DHL normal? Ja, da kann es bis 14 Tage dauern. Aber wenn du im Internet googelst, DHL Express, weltweit 1 bis 2 Tage steht da. Aber wenn du anrufst, sagen sie, nee, das ist natürlich nicht so. Und ist auch egal, es hat dann eine Woche gedauert, aber es war dann in Miami. Und ich musste halt hier gucken, dass ich hatte ja dann kein Geld mehr. Ja? Du musst halt immer noch ein bisschen Bargeldersatz haben. Ich kenne ja auch hier Leute, die mir dann Dollar organisieren können und so. Manche Leute haben dann in den USA einen PayPal-Account, da kann ich denen was überweisen. Und die organisieren es dann, dass ich dann Bargeld hier bekomme. Aber es ist nicht, du kannst hier nicht zur Bank gehen und Geld holen. Das geht nicht. Und es war dann eben so, dass bei DHL die gesagt haben, ah ja, Kreditkarten darf man sowieso überhaupt gar nicht verschicken. Obwohl meine Mutter gesagt hat, guten Tag, ich möchte eine Kreditkarte verschicken. Das geht gar nicht. Ja, und die haben gesagt, so ja, das wird eh nicht durchgelassen, im Zoll wird das geblockt und das geht gar nicht. Wir machen eine Notiz, dass das gestoppt wird, bevor das ins Flugzeug geht und so. Dann geht es zurück und dann kann man das als Päckchen, glaube ich, verschicken, dann darf man eine Kreditkarte irgendwie verschicken, aber als Briefsendung nicht oder irgendwie so. Gucke ich am Abend ins Tracking, also dann ist ja in Deutschland nachts und dann ist es im Flugzeug nach Miami. Hä? Ja, und es ist ohne Probleme durchgegangen, durch alles, ja, obwohl es vom Zoll geöffnet wurde, wie hier steht, ja, Security checked, ja. Ich würde sagen, es könnte sogar 2-mal geöffnet worden sein, einmal in den USA und einmal hier jetzt, ja. Aber haben das durchgewunken. Also so unmöglich ist es nicht, eine Kreditkarte zu schicken. Ich bin sehr froh, dass sie jetzt angekommen ist. Das wäre natürlich kacke, wenn die dann irgendwie geblockt würde. Und ja, die andere muss ich dann mal gucken, ob ich die mir versuchen lasse, nach Kolumbien zu schicken. Allgemein würde ich jetzt nach dieser Tour, ich würde nur noch, wenn es geht, DHL benutzen. Die machen auch alles falsch, ja, oder die wissen auch nicht so genau, wie man was verschicken kann, seht ihr an der Kreditkarte, aber da kannst du wenigstens jemanden anrufen, kannst mit jemandem reden. Ich hatte FedEx, da ist auch irgendwie 5 Päckchen von FedEx, 4 kommen an, 1 nicht. Und dann, ja, wir haben es versucht auszuliefern, das war geschlossen. Ja, das kann nicht sein, das ist ein Geschäft, das ist den ganzen Tag offen und so. Und da kannst du halt niemanden erreichen, es gibt nur Roboter, ja. Und dann gibst du dann ein und dann so, ja, dann dreht man sich halt im Kreis, der beantwortet ja keine Fragen. Der sagt dann so, ja, guten Tag, Ihr Päckchen wird ausgeliefert oder Ihr Päckchen liegt zur Abholung bereit. Dann habe ich halt, nach dem 3. Mal ausliefern, sagen die, es wird zurückgeschickt, da wo es herkommt, also nach Übersee. Und, okay. Dann, sie können aber Pickup machen, dann kann es abgeholt werden. Man muss nur irgendwie wenn die das versuchen zu liefern, dann hinterlassen die wohl so einen QR-Code an der Tür, den kannst du mitnehmen und dann wird er gescannt, dann kannst du das Päckchen abholen. Das und eine ID. Ja, okay. Ich habe dann noch eine Vollmacht geschrieben und die Firma, die das geschickt hatte, die habe ich auch noch eine Vollmacht schreiben lassen, mit Firmenstempel und so. Und ich habe dann jemanden bezahlt in Miami, der das abholt. Ja. Haben die nicht ausgeliefert, haben sie nicht gesagt, nee, das geht nicht. Tut mir leid. Also konnte es keiner dort abholen. Ja? Irgendwo habe ich dann gehört oder irgendjemand hat mir gesagt, irgendeiner von diesen Robotern hat gesagt, ja, die Firma, die das verschickt hat, die muss noch mal bitten darum, dass es nochmal ausgeliefert wird. Und das wurde dann, nachdem das irgendwie 3 Wochen oder 4 in Miami bei FedEx war, also versucht haben auszuliefern und die sagen immer, nach 5 Tagen wird es zurückgeschickt oder wir fragen, was gemacht werden soll, aber die 5 Tage haben dann immer wieder neu gestartet, also ja, es war eine Zeitschleife, da habe ich schon gedacht, gut, das liegt jetzt für immer da. Ja, und dann wurde es geliefert. Ja, das war das stressigste Päckchen, die Kreditkarte war auch stressig, alles andere ist nach einem Tag da gewesen, ja, also allgemein Südamerika, die meisten Firmen schicken auch nichts nach Südamerika und ich weiß jetzt auch warum, ne? Also, oder ihr wisst jetzt auch warum. Deswegen, man kann sich es in die USA schicken lassen und dann hier muss man es selber auf eigene Faust herschicken lassen und so weiter. Deswegen bin ich so froh. Also es ist wirklich happy day, dass es jetzt angekommen ist. Also demnächst wird es hier Videos geben von dem Zeug aus meiner Kiste, auch Installationen und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch drauf freuen und ja, das heißt auch, dass es bald hier Schluss ist mit Isla de Margarita. Ich danke für die Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Schaltet wieder ein, Abo, Like, ihr kennt's. Bis dann. Ciao.